Moin aus Guangzhou. Wir sind auf der Messe unterwegs und haben mal wieder was richtig Spannendes entdeckt. Leute, so ein Wohnmobil habe ich noch nie gesehen. Und ich vermute, ihr auch nicht. Das Teil sieht nicht nur schick aus, sondern hat auch technisch richtig was drauf. Das Seong-Yi Extreme Double Expansion Professional Editionsmobil. Ja, lange Name, aber das Ding hat es auch echt in sich. Ihr werdet mit dem Ohren schlagern. Fangen wir mal mit dem Äußeren an. Die Karre hat eine echt edle Metallic-Lackierung. Und für diejenigen, die mich kennen, die wissen, das ist auch genau meine Farbe. Und lass es mich mal so sagen, mit der Farbe kannst du auch mal abends alleine im Wald stehen. Zwinker, zwinker. Gebaut ist das Ding auf einem chinesischen Iveco mit 6,5 Tonnen Chassis. Also kein Spielzeug, sondern ein echtes Arbeitstier. Und wenn es um stabile Konstruktion geht, dann ist Seong-Yi in China sowieso eine große Nummer. Die bauen nämlich nicht nur Wohnmobile, sondern auch, lasst es mich mal so sagen, besondere Fahrzeuge. Also wer sich auskennt, der weiß Bescheid. Ach, wie schön wäre es, wenn es keine Kriege mehr auf der Welt geben würde und Rheinmetall mal anfangen würde mit Wohnmobilbau. Wäre bestimmt spannend, oder? Aber kommen wir zu den besonderen Elementen dieses Fahrzeugs, den Slideouts. Die Karre hat nämlich nicht nur ein Slideout oder zwei Slideouts, nein, das Ding hat gleich 3 ausfahrbare Seiten. Bedeutet mehr Platz für alles. Küche, Bett, Bad und das Beste, die Fenster in der Erweiterung, die lassen sich komplett öffnen. Also perfekt, wenn du morgens mal den ersten Sonnenstrahl in dein Auto reinlassen willst und entspannt im Sonnenlicht sitzen willst. Oder abends noch eine Runde angeln möchtest, aber eigentlich auch dein Fahrzeug nicht mehr verlassen möchtest. Von vorne gibt es dann auch gleich ein paar Highlights. Unten gibt es dann eine 8500 Pfund Seilwinde, falls du im Gelände mal einen Kumpel rausziehen musst oder selbst irgendwo feststeckst. Also oben sitzen kräftige LED-Scheinwerfer, falls du mal einen dunklen Feldweg oder sowas ausleuchten musst. Und dann noch so ein paar versteckte Extras. Sagen wir mal so, wer sich mit militärischem Design auskennt, der erkennt das sofort. Wer denkt, dass diese Karre einfach nur nett aussieht, der liegt falsch. Die Struktur ist aus Stahl und Aluminium, also nichts mit klapperigem Plastik oder so. Das bedeutet robust, stabil und sicher. Egal ob auf der Autobahn oder irgendwo in der Pampa. 3 Slideouts! Und das in einem Fahrzeug unter 6 Meter. Organisation ist bei so einer Fahrzeuggröße natürlich alles und hinten gibt es dann ein cleveres Staufach. Normalerweise gehen die Dinger ja nur seitlich auf und da musst du dich ganz schön recken und strecken, um deine Sachen ranzukommen oder alles ausräumen. Und hier hast du einfach von jeder Seite eine Klappe und kannst genau an deine Ausrüstung ran. Ist doch viel bequemer, oder? Und auch ganz schön clever. Und die Stabilität bekommt dieses Auto durch seinen Stahl- und Aluminiumrahmen. Der Einstieg ins Wohnmobil natürlich entspannt über eine elektrische Trittstufe. Die ganze Slideout- und Erweiterungstechnik ist übrigens eine Eigenentwicklung und patentiert. Stabil, wenn es drauf ankommen muss. Und sollte mal die Batterie ausfallen oder was auch immer, kannst du die Teile auch manuell zurückfahren. Über dem Fahrerhaus gibt es ein richtig großes Alkovenbett und dazu eine dezente LED-Stimmungsbeleuchtung. Leider gibt es hier kein Dachfenster, aber dafür gibt es 2 große Seitenfenster. Und die sorgen für frische Luft und ordentlich Blick nach draußen. Auch das Cockpit ist designt in einem schicken Weiß-Blau. Dazu gibt es eine weiche Soft-Touch-Oberfläche und das fühlt sich gleich extrem hochwertig an. Der Wohnbereich ist genau das, was man sich auf Reisen wünscht. Gemütlich, praktisch und mit ordentlich Platz. Und die Sitze sind nicht einfach nur Sitze, sondern die sind elektrisch verstellbar. Einfach auf Knopfdruck zurücklehnen und den Feierabend genießen. Und der große Tisch natürlich höhenverstellbar und umbaubar zur Liegefläche. Und für den besten Ausblick gibt es ein Panoramafenster, das sich fast über die ganze Seitenwand öffnen lässt. Die Küche ist auch gut durchdacht. Große Arbeitsfläche, Nanospülbecken, Mikrowellengrill und ein paar echt schicke Details, wie zum Beispiel lederbezogene Schränke. Das Einzige, was ein bisschen schwierig sein könnte, wenn du größer als 1,85 bist, musst du dich vielleicht ein bisschen bücken. Aber hey, dafür gibt es einen großen Kühlschrank und einen zusätzlichen Mini-Kühlschrank weiter hinten. Bisher fehlt mir auch immer eine richtig gute Lösung für den Müll, aber es soll ja auch Leute geben, die sehr, sehr wenig Müll erzeugen. Und natürlich ist auch bei diesem Wohnmobil eine Waschmaschine mit an Bord.
Die Steuerung läuft über ein zentrales Touch-Display, auf dem du alles regeln kannst. Licht, Strom, Heizung, Klimaanlage und natürlich auch die Slideouts. Alles auf Knopfdruck. Und falls die Batterie oder das Display mal den Geist aufgibt, gibst zur Sicherheit natürlich alle Schalter auch nochmal manuell. Da behältst du auf jeden Fall einen kühlen Kopf. Apropos kühler Kopf. Es gibt eine zentrale Klimaanlage von Gree mit mehreren Luftauslässen. Also keine stickige Luft mehr, sondern gleichmäßige Kühlung überall im Fahrzeug. Aber natürlich kann das Ding auch heizen. Und hinten gibt es dann noch ein Bett für diejenigen, die keinen Bock haben, in die Alkove zu klettern. Mit 3 Fenstern für die perfekte Belüftung. Weiche Polster in blau-weiß und genug Platz für 2. Oder wenn es auch mal sein muss, zur Not auch für 3. Und das alles mit einem ordentlichen Lattenrost und natürlich richtigen Matratzen. Also Schlafkomfort wird hier groß geschrieben. Und gerade bei dem Thema, da frage ich mich bei einigen Herstellern, wie können die nur sowas bauen? Denn gerade Schlafen ist doch im Wohnmobil das Wichtigste. Und wer abends Angst hat vor wilden Tieren und dann noch sein Feierabendbier unterm Sternenhimmel genießen will, der klettert eben mal aus seinem Dachausstieg oben auf den Dachbalkon. Sterne gucken, frische Luft genießen, besser geht's nicht, oder? Und jetzt das Highlight für alle, die im Wohnmobil mit kleinen Bädern kämpfen und eigentlich ein großes haben möchten. Das Badezimmer wächst nämlich hier einfach mit. Dank des Slideouts auch im Badezimmer gibt es plötzlich richtig viel Platz. Endlich mal den Popo abwischen, ohne sich den Kopf zu stoßen, oder in der Dusche duschen, ohne sich die Ellbogen an der Wand zu stoßen. Und als weiteres kleines Highlight ist in diesem Fahrzeug mal kein Smart TV eingebaut worden, sondern ein Beamer. Also hier könnt ihr richtig großes Kino genießen. Und das alles auch noch auf einer richtigen Leinwand. Leute, mein erster Eindruck, das Ding ist edel, durchdacht und hochwertig. Schreibt doch mal in die Kommentare, was haltet ihr von diesem Auto? Und Leute, was soll ich sagen, wir sind hier wieder in einem Fahrzeug unter 6 Meter. Es ist unfassbar, was die Chinesen in Fahrzeuge unter 6 Meter einbauen. 48 Volt, 200 Stundenampere Lithiumbatterie, 5000 Watt Wechselrichter, 600 Watt Solarpanels und 300 Liter Frischwassertank. Und jetzt kommt ja wie immer die große Frage, was kostet der Spaß? Also ganz ehrlich, es ist natürlich ein chinesischer Iveco. In China kostet das Fahrzeug 90.000 Euro. Dafür bekommen die Chinesen ein richtig gut durchdachtes Fahrzeug, das sowohl für Alltag als auch für Abenteuer gebaut ist. Und ganz ehrlich, wenn man ein Wohnmobil sucht, das robust, komfortabel und für Langzeitreisen geeignet ist, dann ist doch das hier genau das Richtige. So ein Fahrzeug habe ich noch nie gesehen. Es ist unfassbar. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von dem Auto haltet. Lasst ein Abo da. Und ihr wisst ja wie immer, über Design kann man streiten, aber die Details dieses Autos, die lassen mich echt mit den Ohren schlackern. Und somit bleibt mir am Ende dieses Videos ja nur ein Wunsch. Keine Kriege mehr auf dieser Welt und die Rüstungsindustrie fängt an, Wohnmobile zu bauen. Ja, ist der Himmel noch so grau, schaut einfach Richtung Himmelblau. Bitte Leute, unterstützt den Kanal, unterstützt den YouTube-Algorithmus, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gebt uns ein Abo. Vielen, vielen Dank, das unterstützt unseren Kanal. In diesem Sinne, Leute, haltet die Ohren steif. Wir sehen uns im nächsten Video. Da wird es natürlich wieder richtig, richtig spannend. Also macht's gut und schön mit Ö. Ich dachte ja bisher, mit 2 Slideouts ist es schon unfassbar bei so einem Fahrzeug. Jetzt haben sie hier noch einen draufgesetzt. Die Fahrzeuge hier haben sogar 3 Slideouts. Und also das ist ja echt unfassbar. Gefällt mir richtig gut. Schreibt mal in die Kommentare, wie es euch gefällt. Vielen Dank fürs Angucken. Haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Video. Macht es gut und ihr wisst ja, es bleibt spannend.